Freunde der Modelleisenbahn, willkommen zu meinem nächsten Video und Moment mal, irgendwas ist jetzt gerade anders. Stimmt, ich bin vor der Kamera. Das hat auch einen Grund, denn ich möchte mich bei euch bedanken. Als ich vor 2 Jahren mit dem Projekt YouTube-Videos angefangen habe, habe ich nicht gedacht, dass ich irgendwann mal die Tausender-Marke knacke. Es ist passiert. Ihr habt lange nichts mehr von mir gehört, ich habe lange keine Videos mehr eingestellt. Warum? Ich habe hier nämlich kräftig weitergearbeitet. Dazu vielleicht am Ende des Videos etwas mehr, beziehungsweise ich plane da ein nächstes Video draus zu machen, um euch mal meine Eisenbahn vorzustellen. Heute machen wir ein kleines Review, das heißt, dieses Video knüpft so ein bisschen an das, was ich die vergangenen Videos gemacht habe. Und ich zeige euch nochmal mit der Zugschlussbeleuchtung, wie ich die einbaue, wo ich die einsetze, um euch Tipps zu geben, Ideen, Anregungen zu geben. Mensch, das ist es, in die Wagen kann man das einbauen. Dann bleibt mir nur noch euch viel Spaß bei dem Video zu wünschen. Vor mir seht ihr nun die Opfer des Videos. In diesem Video geht es wieder um Zugschlussbeleuchtung. Dieses Video knüpft an die 2 vorigen Videos, die ich gemacht habe. Einmal mit der automatischen Zugschlussbeleuchtung bei Personenwagen und einmal bei dem Einbau der Zugschlusslaternen für Güterwagen. Ich werde den Einbau zeigen, ich werde das aber relativ zügig machen. Wir werden wieder über die Schaltung sprechen, also das wiederholt sich ein bisschen. Aber im Endeffekt soll dieses Video ein bisschen dazu dienen, euch auf Ideen zu bringen, wo man denn so eine Zugschlussbeleuchtung überall einbauen kann. Starten tun wir hier mit diesem kleinen Güterwagen. Der ist baugleich letztendlich zu den Kesselwagen bzw. zu den Kühlwagen. Hier kriegen wir dann auch wieder über die kleine Hülse hier einen Schleifer drunter. Und wie ihr seht, der ist beladen, das heißt hier zwischen haben wir genug Platz, dann die Elektronik unterzukriegen. Bei dem Postwagen hier an der Stelle, den habe ich mir jetzt neu geholt oder beziehungsweise gebraucht geholt. Und der soll am Zuganfang bzw. am Zugende laufen, so wie er auch im Original gelaufen ist. Und der kriegt seine automatische Zugschlussbeleuchtung, wobei den möchte ich auch dann mit einer Innenbeleuchtung versehen und ein paar Postarbeiter kommen rein. Das ist entsprechend auch realistisch, dass die Post auch während der Fahrt sortiert worden ist. Dahinter kommt dann quasi der Gepäckwagen. Wie gesagt, auch das ist so im Original. Den hinteren Gepäckwagen, den hatte ich schon, der hat schon seine automatische Zugschlussbeleuchtung. Und da gucken wir uns dann quasi hier hinten nochmal speziell den Stecker an. Auch dazu gab es einige Fragen in den Kommentaren, wie ich denn so die Verbindung von Wagen zu Wagen mache mit der hochflexiblen Leitung und entsprechend dann mit den kleinen Sockelsteckern, die ich quasi als Stecker benutze, wie das dann hier hinten auch aufgebaut ist. Und wo ich dann entsprechend auch markiere und wie man dann diese Wagen auch wieder geschickt trennen kann. Fangen wir mit dem Güterwagen an. Ich habe euch versprochen, wir machen heute wirklich ein sehr schnelles Video. Ich hoffe, das klappt dann auch. Und ich verhaspel mich wieder nicht. Wie gesagt, das hier sind dann die Zutaten, die wir hier verbrauchen. Ich habe sie schon mal vorbereitet. Den Schleifer. Dann haben wir hier die Buchse wieder, die entsprechend dann hier unten gleich in das Loch reinkommt, was wir stanzen müssen. Dann haben wir hier wieder diese Massefeder zum Abnehmen des Radkontaktes hier. Wir brauchen ja Plus-Minus drin. Dann haben wir hier wieder den Gleichrichter, die 2 Zugschlusslaternen, 2 Widerstände dafür und den Kondensator, der dafür sorgt, dass wir eine gewisse Pufferung bei einer kleinen Kontaktschwäche haben. Wie gesagt, die Klamotten findet ihr dann auch wieder im Kommentar des Videos bzw. in der Beschreibung. Fangen wir an, das Ladegut zu entfernen. Da kann man vorsichtig hier an der Seite einstechen mit dem Schraubendreher und es dann eigentlich sehr schnell sauber raushebeln. Und hier stellen wir dann auch schon fest, dass wir hier eine Menge Platz unten drin haben, die Elektronik dann unterzukriegen. Wie gesagt, das Ladegut hängt dann quasi hier auf 7:30 auf der halben Höhe. Darunter haben wir dann Platz, die Klamotten unterzukriegen. So, jetzt müssen wir den Wagen komplett zerlegen. Dazu nehme ich die Räder wieder raus. Räder und Kupplung habe ich nun abgenommen. Und jetzt gilt es, den Wagenkasten vom Untergestell zu trennen. Dazu werden diese 2 Nasen leicht vorsichtig eingedrückt. Die brechen schon mal ganz gerne ab. Und dann kann ich den Wagenkasten vom Untergestell lösen. Das Ganze werde ich jetzt ohne Kamera machen, weil es etwas schwierig ist. Wie gesagt, bitte vorsichtig eindrücken, sonst sind die Nasen ab. Das Unterteil lässt sich nun abnehmen. Hier haben wir entsprechend dann nochmal das Blech, was den ganzen Wagen beschweren soll. Das können wir rausnehmen. Schon haben wir die Einzelteile in der Hand. Hier im Wagenunterteil, hier sieht man wieder diese Aussparung. Hier müssen wir wieder ein Loch bohren, beziehungsweise das Ding rausnehmen und dann kommt
diese Abstandsbuchse von unten dagegen. Die passt dann genau hier rein. Das Loch ist nun im Wagenboden drin und ihr seht entsprechend jetzt hier auch die zwei Nuten. Die entsprechenden Federn dazu sind in der Buchse. Die Buchse wird jetzt einfach nur noch von unten reingedrückt und dann entsprechend Nut und Feder ausgerichtet. Ja, wird manchmal ein bisschen stramm das Ganze. So, hat Knack gemacht. Jetzt sitzt sie hier sauber drin. Man sieht das hier oben, sind quasi die zwei Aussparungen parallel dazu, parallel zum Wagen. Ihr seht auch schon, die Buchse kommt hier sehr weit raus. Unter Betrachtnahme des Bleches guckt das immer noch raus. Drücke ich den Schleifer rein, kommt hier ebenfalls nochmal ein Stück raus und das ist der Grund, warum wir hier im Wagenboden ebenfalls nochmal ein Loch brauchen. Das habe ich sehr groß angesetzt, damit ich auch Platz für die Kabel habe. Das, was jetzt hier noch fehlt, ist einmal die Positionierung der Zugschlusslaternen. Da habe ich mir hier unten die Ecke ausgedacht, also unten links und unten rechts. Ja, und das erste untere Loch wird dann quasi so ein Stück über dem Boden letztendlich gebohrt. Da könnt ihr einfach mit dem Messschieber das nachmessen von der Kante hier oben runter, wo das erste Loch zu setzen ist. Und dann entsprechend im Abstand der zwei Drähte der LED. Die Zugschlusslaternen sind nun eingebaut. Ich habe sie jetzt einfach eingesteckt und hier sieht man dann, dass die zwei Drähte rausgehen. Bevor wir die jetzt umbiegen, male ich die Schaltung auf, weil die können wir jetzt nämlich hier an der Stelle schon geschickt biegen, dass die auch schon gleich halten. Und ich habe mich hier auch schon ein bisschen dafür entschieden, ich habe sie jetzt doch dichter hier an diesen Pfosten gesetzt, also an diesen Pfosten hier vorne gesetzt, damit die von der Seite auch noch sehr gut zu sehen sind. Dadurch kommen sie hier ein bisschen weiter raus. Also man kann sie reinsetzen in die Ecke, das hatte ich vorher vor, aber dann habe ich mir überlegt, okay, ich setze sie doch hier vorne auf die Ecke, dann sieht man sie von der Seite auch noch ganz gut. So, Stift geht weiter. Also wir haben auf der einen Seite das Rad, dann gehen wir über den Massefederkontakt an unseren Brückengleichrichter. Der hat hier entsprechend einen Wechselspannungseingang. Hier auf der anderen Seite gehen wir dann quasi an den Schleifer dran und dann gehen wir hier mit Plus und Minus raus. Wie gesagt, wo Plus ist, wo Minus ist, wo die Wechselspannungseingänge sind, das ist entsprechend auf diesem Brückengleichrichter gekennzeichnet. Ansonsten müsst ihr euch im Datenblatt das Pinning mal ausgeben lassen und dann seht ihr das auch. Bei den Runden ist es dann etwas versetzt. Mit Plus gehen wir weiter über den Ladewiderstand. Dann haben wir den Vorwiderstand, beziehungsweise die beiden Widerstände bilden den Vorwiderstand dann über die LEDs. Die LEDs kommen bei mir wie immer in Reihe. Und dann gehen wir hier wieder zurück zu Minus, wobei wir dann quasi noch den Pufferkondensator hier zwischen haben. Mehr muss ich nicht bauen und da macht das natürlich auch Sinn, wenn man sich die LEDs anguckt. Die haben ein langes Bein und ein kurzes Bein und das lange Bein ist die Anode, das kurze Bein ist die Kathode und wie wir hier sehen, müssen wir die LEDs auf der Anode und auf der Kathode hier zusammenschalten. Welche wir dafür nehmen, ist jetzt egal. Das heißt, wenn ich jetzt gleich die Drähte umbiege, biege ich schon gleich den oberen in Richtung unteren und löte die hier vorne schon zusammen. Direkt ja, also das hier an der Umrandung. Kann man sehr schlecht erkennen. Ich denke, ich mache es und dann zeige ich es dann nochmal in groß auf. Ich nenne es jetzt mal die Kunst, eine Schaltung zu biegen. Ja, wie ihr seht, habe ich jetzt alles in den Wagen unterbringen können. Das heißt, hier oben sehen wir die zwei Widerstände, davon der Abgang zu dem Kondensator. Ich habe hier nochmal die Werte dazu geschrieben. 220 Mikrofarad habe ich hier genommen, 6,7 Kiloohm Widerstände, die oberen beiden. Hier haben wir den Gleichrichter und ich habe mir auch entsprechend markiert, wo Plus, wo Minus ist an dem Gleichrichter, sodass ich den Wagen jetzt zusammensetzen kann und dann kommen quasi nur noch hier der Schleifer und die Massefeder dran, beziehungsweise der Massefederkontakt. Bei der Seite ist es egal, was ich wo anschließe, weil das ja letztendlich unser Wechselspannungssignal, auch Digitalspannung ist ja ein Wechselspannungssignal, auch dazu habe ich ja noch ein Video gemacht. Wie gesagt, das funktioniert mit Wechselspannung und Gleichspannung gleichermaßen. Das Einzige, wo man ein bisschen drauf aufpassen muss, ist dieser Steg hier in der Mitte.
Deshalb habe ich auch hier diese Drähte so ein bisschen nach innen weggebogen, dass das sauber passt. Ebenso die Ausrichtung des doch sehr hochstehenden Kondensators, dass das genau beim Zusammensetzen da reinpasst. Jetzt kommt der Einbau des Schleifers, der wird einfach nur hier unten reingesetzt. Auch hier gibt es wieder Nut und Federn. Das heißt, der Schleifer passt quasi nur in eine Richtung rein. Drin ist er, das Kabel kann jetzt hier nach oben rausgucken. Bei der Massefeder ist es so, hier vorne gibt es im Blech schon entsprechend die Aussparung. Der kann also auch nur zu einer Seite rein, nämlich genau gerade, und dann rastet der hier hinten eigentlich schon ein. Wie gesagt, hier oben sitzt ja dann gleich der Wagenboden drauf, sodass dann quasi die Massefeder hier unten am Rad an der Achse abgreift. An der Massefeder werde ich jetzt noch ein dünnes Kabel anlöten. Dazu nehme ich ein Lackdraht und das dann in der Mitte ebenfalls hochführen bis in das Loch. Dann kann ich den Wagen zusammenbauen, dann werden die beiden Kabel, die dann noch übrig sind, entsprechend an die Wechselspannungseingänge vom Gleichrichter angeschlossen. Ja, und dann sind wir mit dem Wagen fertig. Der Wagen ist nun fertig montiert, fertig gelötet. Ja, jetzt bleibt eigentlich nur noch eins zu tun, ihn mal auszuprobieren. Dazu setze ich ihn jetzt aufs Testgleis und schalte einfach mal die Spannung ein. Ich fahre jetzt hier mit der Digitalspannung. Wie man sieht, die roten Schlussleuchten gehen schön langsam an. Die zwei Laternen sind nicht allzu hell. Die Helligkeit gefällt mir sehr gut, und wenn ich den Wagen abhebe, dann hat man halt eben noch diesen sehr langen Nachleuchteffekt. Wie gesagt, diese LEDs, die ich hier eingesetzt habe, die brauchen verdammt wenig Strom. Deshalb reicht hier der 220 Mikrofarad Kondensator völlig aus. Sie gehen langsam an, sie gehen gleichmäßig an und in der gleichen Geschwindigkeit, wie sie angehen, gehen sie aus. Man kann hier oben an dem Widerstandsverhältnis auch noch ein bisschen was ändern. Also das heißt, wenn man sie noch länger anhaben möchte, dann verkleinert man diesen Widerstand. Den muss man entsprechend vergrößern. Also die Summe dieser beiden Widerstände ergibt den Vorwiderstand durch die LEDs. Hier bitte darauf achten, dass ihr hier ungefähr 10 Kilo, 12 Kilo Ohm habt, 13 Kilo Ohm habt, so wie ich jetzt hier in dem Fall. Macht ihr den kleiner, gehen die Lampen schneller an. Macht ihr den entsprechend größer, bleiben die Lampen etwas länger an. Ich möchte es hier aber gleichmäßig haben, deshalb habe ich mich quasi für ein Verhältnis 1:1 entschieden. Jetzt bleibt nur noch Folgendes zu tun, das war einfach den Deckel hier drauf setzen. Ich denke, wie man sieht, hier im Licht, der glänzt, das werde ich noch ein bisschen altern, und dann haben wir die ganze Elektronik eigentlich auch schon komplett versteckt. Jetzt haben wir einen schönen individuellen Wagen. Was ich immer ganz gerne bei mir mache, ist, dass ich hinten einfach die Kupplung rauslasse. Ich finde, am Zugschluss sieht das noch ein bisschen schicker aus, nicht, dass da irgendwie so eine Kupplung in der Gegend rumhängt. Das war der erste Streich, der zweite folgt sogleich, und genauso schnell machen wir auch weiter. Und das sind die Bauteile, die da rein müssen. Jo, das sortieren wir jetzt erstmal. Den LED-Streifen für die Innenbeleuchtung. Ideal Standard, 12 Volt, warm-weiß angeblich. Naja, was so in der Verpackung steht. Das bistabile Relais. Die zwei roten LEDs für die Schlussbeleuchtung. Der obligatorische Schleifer, die Massefeder und entsprechend zwei Dioden. Hier sind sie. Und drei verschiedene Widerstände, dazu kommen wir gleich. Ein Kondensator und unser Gleichrichter. Und los geht's. Als erstes machen wir den Wagen auf. Links und rechts die Faltbalke runter. Balke. So. Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht dafür entschieden, wo ich was unterkriege. Ich denke mal, ich werde das Relais so in diesem Bereich hier einbauen. Da sieht man das nicht. Dementsprechend die Zugschlussbeleuchtung auf die Seite. Vom Prinzip her ist es egal, aber ich denke, ich nehme die Seite hier. So, ich mache jetzt einen Schnitt. Ich hebe den Wagenkasten ab. Das ist beim letzten Mal etwas schief gegangen, als ich das vor laufender Kamera gemacht habe. Also Schnitt und Wagenkasten runter. Der Wagen ist geöffnet und die Löcher der LEDs habe ich bereits gebohrt. Die LEDs haben ja vorne einen runden Kopf. 3 mm LEDs, die ich hier einsetze, und den schleifen wir jetzt quasi mit dem Dremel ab. Dazu nehme ich die LEDs raus. Na komm schon. Und kleine staubige Arbeit.
Gehe mit dem Säbel einfach jetzt vorsichtig ran und schleife quasi die runden Köpfe einfach gerade. Das gibt halt eben diese schöne Optik, wie es auch in der Realität ist, dass wir ja quasi eine flache rote Scheibe hinten an der Zugschlussbeleuchtung bei den D-Zugwagen haben. Hier muss ich wieder etwas vorsichtiger arbeiten, dass ich nicht allzu viel abnehme, weil dann bin ich nämlich relativ schnell in der Elektronik drin, beziehungsweise auf der Anode und Kathode, also quasi dem Funktionsteil der LED. Ich kann halt eben so viel abnehmen vom Glaskörper, bis ich da kurz vor den Kontakten bin. Probiert es immer aus, nehmt ein Stück runter, steckt es wieder von hinten rein. Und dann sollte da auch nichts schief gehen. Bevor ich die LEDs einsetze in den Wagen und dann auch entsprechend festklebe, werde ich auf jeden Fall immer noch mal eine Funktionskontrolle der LEDs machen. Nicht, dass ich dann zu weit doch abgenommen habe und die LED nicht mehr leuchtet. Das wäre natürlich dann in dem Fall ein bisschen blöd. Deshalb immer mal wieder kontrollieren und vor dem endgültigen Einbau dann, na, komm schon, jetzt klemmt er. Und vor dem endgültigen Einbau nochmal die LED einmal funktional überprüfen. So, das ist noch zu viel, da muss noch was runter, aber das sieht jetzt schon wieder gleich ganz anders aus. Beim Zusammenschneiden des Videos ist mir ein Fehler in der Schaltung aufgefallen, den ich so natürlich nicht stehen lassen möchte. Deshalb gibt es jetzt hier die Animation. Sie soll uns nochmal verdeutlichen, was um das Relais herum alles so passiert und wie das Ganze funktioniert. Oben links haben wir den Gleichrichter mit den Wechselspannungseingängen, jeweils Schiene und Mittelleiter. Dann Plus und Minus, gekennzeichnet mit Rot und mit Blau. Über den Wechselkontakt an das Relais selber dran, an den einen Spuleneingang. Der andere Spuleneingang geht dann quasi über die zwei Dioden an die Radwippe. Wobei, wenn die Radwippe nach links oder nach rechts schwenkt, jeweils nur eine Diode, die sind ja antiparallel geschaltet, dann entsprechend bestromt wird. Somit ist der Stromfluss in den Dioden ausschlaggebend, wie das Relais oben schaltet, in Kombination, wie der Wechselkontakt steht. Ja, hört sich alles komplizierter an, als es ist. Gucken wir uns jetzt einmal an. Wir lassen einfach den Wagen jetzt mal in die eine Richtung rollen. Dann kriege ich unten Plus drauf auf das Relais selber. Der Wechselkontakt schwenkt um. Ja, das war es eigentlich auch schon. Und wenn jetzt die Radwippe mal zurückwippen sollte oder der Kontakt nicht so sauber da ist, spielt das auch keine Rolle. Das Relais bleibt jetzt in dieser Position, nämlich auf der rechten Seite. Können wir uns hier nochmal angucken, da passiert nichts mehr. Weil ja immer wieder das gleiche Potenzial auf beiden Seiten der Spule des Relais anliegend. Bewegen wir den Wagen nun in die andere Richtung. Ups, andersrum. Dann habe ich unten Minus, oben Plus. Relais schwenkt wieder um. Bleibt in der Position, auch hier das gleiche Spiel. So, wie sind jetzt die Zugschlussbeleuchtungen mit dort in diese Schaltung zu integrieren? Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Ich zeige jetzt mal die Möglichkeit 1, Möglichkeit 2 kommt gleich. Und dann habe ich noch das Goodie, Möglichkeit 3, das wäre dann quasi der Steuerwagen. So, in dieser Grundschaltung wäre die Zugschlussbeleuchtung an. Ob ihr jetzt hier LEDs nehmt mit dem Widerstand, so wie ich jetzt, oder ob ihr jetzt ein normales Leuchtmittel nehmt, sprich eine Lampe, spielt auch keine Rolle, das wird genauso gut funktionieren. Oben Plus an den LEDs, unten am Widerstand Minus, Strom kann von oben nach unten fließen, Zugschlusslichter sind an. Jetzt schalten wir um. Ja, und jetzt stellen wir fest, dass nach dem Umschalten auf beiden Seiten ich Plus habe. Und zwar überbrückt uns der Wechselkontakt, der stellt ja eine Brücke dar, unsere Zugschlusslichter. Somit sind sie nicht an. Können wir das noch mal ein bisschen wackeln lassen, da passiert wiederum gar nichts. Zugschlussbeleuchtung wäre jetzt aus. Jetzt nochmal in die andere Richtung. Wir ziehen den Wagen jetzt nach links oder nach rechts, je nachdem wie wir das Ganze gestalten. Jetzt wird die Zugschlussbeleuchtung natürlich wieder an, weil jetzt habe ich wieder oben Plus, unten Minus an der LED-Widerstandskombination. Das ist nun die Möglichkeit 2. In dieser Grundschaltung sind die Zugschlusslichter aus. Das erreiche ich dadurch, indem ich dann an der Anodenseite auf den Wechselkontakt gehe und unten am Widerstand fest Minus anschließe, im Gegensatz zu der anderen Schaltung. Jetzt lassen wir den Wagen mal wieder rollen. Relais schwenkt um und somit wäre dann die Zugschlussbeleuchtung an. Oben Plus, unten Minus. Ihr seht das hier durch die Farben gekennzeichnet. Und ja, den Wagen lassen wir jetzt wieder zurückrollen. Dann geht das Ganze auch wieder aus.
Aus dieser Grundschaltung 2 in der Kombination mit der Grundschaltung 1 kriegen wir dann auch einen Steuerwagen realisiert. Das Ganze sieht dann entsprechend so aus. Ich habe oben die Zugschlusslichter, unten habe ich das Spitzensignal. Der Wechselkontakt vom Relais selber geht jetzt quasi in die Mitte rein, hinter dem Widerstand bzw. vor der ersten LED des Spitzensignals. Auch hier nochmal der Hinweis, ihr könnt hier auch gerne Lampen reinsetzen, das funktioniert genauso. Die Zugschlusslichter sind in diesem Fall in dieser Grundstellung erstmal an. Oben Plus, unten Minus. Am Spitzensignal habe ich auf beiden Seiten Minus, also leuchtet da auch nichts. Ja, lassen wir das Ganze mal wieder umschalten. Dann seht ihr, geht die Zugschlussbeleuchtung aus, das Spitzensignal geht an. An den Zugschlusslichtern habe ich auf beiden Seiten Plus, kann kein Strom fließen. Am Spitzensignal unten habe ich oben Plus, unten Minus, somit ist das Spitzensignal dann entsprechend an. Ja, und wenn ich dann wieder zurückschalte, dann habe ich die Zugschlusslichter an und das Spitzensignal aus. Ich hoffe, das Ganze hat euch mal ein bisschen verdeutlicht, wie diese Schaltung grundsätzlich funktioniert. Ihr könnt natürlich dann auch mehrere Lampen dort anschließen etc. pp. Also wie gesagt, damit kann man, denke ich, sehr gut arbeiten. Und ja, jetzt geht es dann auch weiter mit dem Video. Für meinen Relais-Typ, den ich hier eingesetzt habe, 5 Volt bistabil eine Spule, hätte ich folgende Pin-Belegung. 7, 10 und 12 ergeben den Wechselkontakt. 6 und 1 wäre dann quasi die Spule. Ja, das habe ich mir mal auf dem Zettel geschrieben, als kleinen Helferlein. Wie gesagt, guckt bitte in die Datenblätter eurer bistabilen Relais rein. Das ist nur das, was ich hier einsetze. Hier nun der Zwischenstand. Schleifer, Massefeder kommen hier in dieses Drehgestell rein, gehen mit 2 Kabeln zu dem Gleichrichter, den ich hier unten drauf geklebt habe. Dann habe ich ein paar Figuren drauf geklebt zum Kaschieren letztendlich der Kabel. Das geht entsprechend dann hier weiter. Vom Gleichrichter geht dann hier Minus, Plus geht nach oben weg. Dann über Lackdraht unterhalb der Bodenplatte bis hier hinten zum bistabilen Relais. Hier sehen wir schon den Ladewiderstand für den Kondensator, der dann wieder weiter zu den LED-Strips geht. Dieser Punkt ist ja der Neurale, wo wir dann letztendlich die Zugschlussbeleuchtung anlöten. Wie gesagt, das wäre dann quasi dieser Punkt hier, der ist hier schon vorbereitet. Was jetzt noch fehlt, sind die 2 Dioden und die Wippe. Die kommen ja hier unten in das Drehgestell dann rein. Das Ganze habe ich ein bisschen so aufgebaut, dass, wenn ich den Wagen letztendlich wieder zumache, also den Deckel hier drauf setze, dann sehen wir, dass das Relais genau in diesen Bereich hier reinfällt und da habe ich weder links noch rechts irgendwelche Fenster. Das sollte wunderbar passen. Zum Kaschieren letztendlich des Relais hier klebt hier auch noch eine Figur davor. Ich denke mal, das müsste ganz gut passen. Den Widerstand hier oben vor dem LED-Streifen, den habe ich jetzt hier oben schon reingelötet. Ja, LED-Strip klebt auch schon hinten. Man kann das jetzt sehr schlecht sehen, weil ich schon entsprechend schwarze Punkte gesetzt habe an den roten LEDs für die Zugschlussbeleuchtung. Und hier gehen auch schon die 2 Kabel ab, die ich mir auch schon markiert habe. Also das geknickte hier zum Beispiel ist Plus, das ohne Knick ist Minus. Das mache ich ganz gerne, dann weiß ich schon mal, dass es da dann richtig ist. So, das erstmal zu dem Zwischenstand. Und jetzt bauen wir uns diese Wippe hier. Da werde ich auch einzelne Screens dann davon machen oder beziehungsweise immer Zwischenschritte zeigen, weil es soll ja ein kurzes Video werden. Das sind jetzt die Vorbereitungen am Drehgestell. Hier oben habe ich die beiden Dioden verdrillt. Den einen oder die eine Diode, die habe ich jetzt hier unten schon rumgebogen und hier ein bisschen fixiert. Das geht auch von der Höhe, also das Drehgestell hat auch noch genug Spiel. Jetzt werde ich die Wippe fertig machen. Die Wippe greift oder sitzt quasi hier am hinteren Rad, damit man das von der Rückseite oder Vorderseite jetzt nicht sieht und wippt dann zwischen dem Pol hier unten und dem anderen, die muss ich dann entsprechend noch biegen, wenn ich mit dieser Wippe fertig bin. Wie biegen wir die Wippe oder wie biege ich die Wippe? Ich nehme einfach ein Stück Draht, das ist jetzt so ein Stahldraht, Kupferstahldraht, nehme eine Flachzange und biege erstmal ein U rein. So, das ist quasi der erste Teil der Wippe. Wird dann entsprechend hier so sitzen. Und dann werden die unteren beiden oder die hinteren beiden Drähte dann nochmal rumgebogen.
Dann habe ich eigentlich auch schon das Grundgerüst der Wippe. Wie gesagt, ich biege sie jedes Mal auch irgendwie mal ein bisschen anders. Also wundert euch nicht, wenn ihr euch das andere Video anguckt, dann sieht die leicht anders aus. So. Dann kann ich hier das Rad schon reinsetzen. Kann es auch kräftig weit vorziehen dann. Ja, mit der Kamera vorm Gesicht ist das eher ein bisschen schwierig. Und dann kann ich die eigentlich jetzt hier schon die beiden Drähte noch runterbiegen, damit ich dann entsprechend hier die Federwirkung habe und die Wippe dann wirklich sauber am Rad drum setzt. Wenn ihr die Wippe soweit fertig gebogen habt, könnt ihr auch mal nachjustieren. Also gibt es so ein paar Punkte, dass man hier hinten ein bisschen mit der Zange noch arbeiten kann, um mehr Spannung drauf zu kriegen. Das Rad muss sich drehen, die Wippe muss leichtgängig sein und sie darf nicht kippen. Deshalb lasse ich gerne hier hinten immer noch ein bisschen was übrig stehen, damit das wirklich ungefähr in der Waage ist. Also das heißt, dass ich genauso viel Material vorne, aber auch hinten habe. Dann hält sich die eigentlich schon ganz gut in der Waage, sodass sie da nicht runterkippt. Nicht, dass der Wagen stehen bleibt und die Schlussbeleuchtung geht an oder aus. Das sieht natürlich dann ein bisschen blöd aus. Also das heißt, die Wippe sollte schon die Position vom Rad halten oder am Rad gehalten werden. Die Länge jetzt der Wippe, die ergibt sich natürlich jetzt so ein bisschen aus dem einen Kontakt hier vorne. Und da stelle ich gerade fest, ich bin noch deutlich zu kurz. Ja, vielleicht mache ich das jetzt doch andersrum, dass ich sie doch hier hinten reinsetze. Also wie gesagt, auch da gucke ich nochmal nach. Also die ist schon deutlich zu kurz geworden. Ich denke, ich werde sie hier vorne reinsetzen. Dann werde ich eine kurze Wippe bauen. Das geht auch, so dass ich sauber auf den unteren Kontakt komme und dann den oberen einfach rüberbiegen, dass sie da nach oben nicht weg kann. Ich habe schon einige Wippen in meinem Leben gebogen, aber die ist definitiv die kleinste geworden. Also die sieht es ein bisschen anders aus wie in dem ersten Video, aber ihr seht, auch das funktioniert hier einwandfrei. Sie schwingt schön mit, sie bleibt auch in der Position des Rades oben stehen. Sie kommt schon hier auf den unteren Kontakt drauf, beziehungsweise auf den unteren Draht der ersten Diode. Den Draht der zweiten Diode biege ich jetzt in Höhe der Achse, also hier kann man das jetzt ganz gut erkennen, quasi in dieser Höhe an die Wippe selber dran, sodass er die Bewegung dann oben begrenzt, somit dann an den zweiten Kontakt quasi rankommt. Ja, dann kann ich das Drehgestell eigentlich auch schon wieder reinsetzen und dann entsprechend den Abgang dieser beiden antiparallel geschalteten Dioden dann mit dem bistabilen Relais verbinden. Hier jetzt nochmal die fertige Konstruktion. Und ihr seht, die Wippe schlägt dann einmal oben an den einen Draht der Diode und einmal dann unten an den anderen. Ganz wichtig hierbei ist, ihr bleibt bitte wirklich in der Höhe, maximal hier bis zu der eigentlichen Achse selber, also hier bis zu der eigentlichen Welle, weil wenn ihr weiter höher baut, dann kann es sein, dass es nicht mehr so betriebssicher ist und ihr in den Weichen hängen bleibt. Aber wenn ihr euch hier so an den Nasen hier so ein bisschen orientiert von den Radhaltern, dann passiert da auch nichts. Das Drehgestell ist wieder drunter. Das Verbindungskabel ist jetzt gelötet und um jetzt herauszukriegen, wie ich jetzt die LEDs zu beschalten habe, das war ja dieses mit dieser blauen Linie und mit dieser roten Linie, gibt ja die zwei Möglichkeiten, müssen die LEDs ja angehen, wenn ich den Wagen jetzt quasi ziehe, also in diese Richtung, wenn ich ihn entsprechend in die andere Richtung bewege, man hört es hier auch schon klacken, hat das Relais geschaltet und ich muss jetzt halt eben diese Polung genau hier an diesem Punkt, also an dem Punkt zwischen Pin 6 und 7, den muss ich jetzt ermitteln und entsprechend muss ich dann die LEDs anschließen. Also ich ziehe den Wagen in die Richtung, wo ich ganz gerne die LEDs anhaben möchte und mal gucken, ob ich das jetzt einigermaßen gut hinkriege. Suche mir jetzt hier zum Beispiel den Minuspunkt raus, das ist der hier oben, und messe jetzt quasi hier die Spannung nach. Ich stelle fest, ich habe jetzt hier ein positives Potential, das heißt, ich muss dann entsprechend hier die Anode anschließen. Wenn ich jetzt mal hier rüber rutsche, ja, man kann es sehen, also quasi das wäre dann dieser Punkt hier am Widerstand. Die Seite muss jetzt quasi hier in die Mitte ran, damit es entsprechend der Strom über die Anode zur Kathode, zur Anode, zur Kathode dann wieder nach Minus zurückfließt. Hier nochmal die Gegenkontrolle, das heißt, wenn ich den Wagen jetzt in die andere Richtung bewege, habe ich dann zwischen diesem Punkt hier, also zwischen Minus und Punkt 6 und 7 nichts mehr. Das wäre die eine Richtung.
So sieht es in die andere Richtung aus. Habt ihr das Ergebnis, müsst ihr es natürlich genau umgekehrt machen. Das heißt, die Kathodenseite der Zugschlussbeleuchtung muss hier angeschlossen werden und ihr müsst dann entsprechend Richtung Plus verdrahten. Hier ist jetzt nun das vollständige Innenleben zu sehen. Wie gesagt, der Leuchtrichter sitzt ja hier vorne, bistabiles Relais hier hinten. Entsprechend habe ich auch jetzt die Kontakte verbunden, auch oben entsprechend dann zu dem LED-Streifen. Die Zugschlussbeleuchtung habe ich schon ausprobiert, die funktioniert und ich kann ja jetzt den Wagen zusammensetzen. Ich habe hier die Kabel bewusst sehr kurz gefasst, damit sie von der Decke nicht herunterfallen, damit man sie kaum sieht. Und das ist auch ein Grund, warum ich eigentlich auch immer ganz gerne wirklich diesen Lackdraht nehme. Erstmal erst isoliert, man kann ihn gut biegen, man kann ihn auch mal oben irgendwo reinbiegen und er bleibt dann auch wirklich oben. Es sei denn, man nimmt den Wagen auseinander, dann kommt er natürlich wieder runter. Ja, ich setze den Wagen zusammen, dann gucken wir uns das fertige Endprodukt nochmal an. Was dann noch bleibt, ist hinten an den Zugschlussleuchten. Dadurch, dass wir sie ja abgeschliffen haben mit dem Dremel, müssen wir dann noch ein kleines Pünktchen Klarlack setzen. Dann kriegt man nämlich diese hässlichen weißen Streifen auch noch weg. Den Punkt mit dem Lack zeige ich euch auch noch. Ganz einfach aus dem Grund, es gab da mal so einen netten Kommentar, ich könnte mir keine vernünftigen Pinsel leisten. Ich hoffe, das passt jetzt mit diesem Pinsel hier, dass es da keine Beschwerden mehr gibt. Wirklich nur ein, zwei Punkte setzen und ihr seht auch schon sofort das Ergebnis. Das sieht dann schon richtig echt aus und man denkt auch, da ist dann wirklich eine kleine Lampe, ein Leuchtmittel dahinter. Hier haben wir jetzt nochmal die Funktion der Zugschlussbeleuchtung. Gezogener Wagen, geschobener Wagen. Und wenn wir jetzt nochmal einen Blick in die Innen ein, dann sieht man hier sehr schön die Figuren, kaum Kabel. Auch hier der so ein bisschen das bistabile Relais verdeckt. Wie gesagt, in dem Bereich sitzt es ja dann und hinten habe ich bewusst den LED-Strip aufhören lassen, damit hier auch mal ein Abteil ist, was nicht beleuchtet ist. Kommen wir jetzt zum vorletzten Punkt dieses Sammelsurium-Videos. Wie mache ich jetzt die Verbindung zwischen den Wagen? Da nehme ich mir diese Stiftleisten hier, die gibt es im Rastermaß 2,5 oder 2,52, 2,54 ist es glaube ich. Die kann man wunderbar teilen, die haben hier auch solche so Sollbruchstellen, da kriegt man die wunderbar in Paketen zu zweit dann auch getrennt. So, und wenn man die beiden nämlich dann zusammensteckt, dann merkt man schon, die sitzen relativ stramm zusammen. Und das ist dann quasi die elektrische Verbindung, die ich dann zwischen Wagen und Wagen schaffe. Und das ist auch noch relativ klein, finde ich. Kann man auch wunderbar dann im Wageninneren verstecken. Das heißt, ich schiebe die dann einfach an den Übergängen, da wo keine Scheiben drin sind, also zwischen den Übergangstüren, schiebe ich die einfach in den Wagen rein. Dadurch, dass ich ja Plus und Minus in den Wagen habe und mit LED-Strips arbeite, markiere ich mir immer noch eine Seite, nämlich die Plusseite ist bei mir immer markiert. Und im Endeffekt, wenn wir nochmal auf unser Schaltbild zu sprechen kommen, greife ich dann quasi von hier ab. Also das hier geht dann quasi auf die eine Seite und diesen Punkt hier, den nehme ich dann auf der anderen Seite von diesen gekürzten Steckern hier. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ist dann quasi bei mir immer so ein Stück raushängt. Hinten an den Stiften arbeite ich natürlich dann sehr schön auch immer mit Schrumpfschläuchen, dass ich da keinen Kurzschluss kriege. Und auf der anderen Seite, quasi auf der Steckerseite, da löte ich die dann einfach hier in die Buchsen rein. Ja, das war es dann eigentlich auch schon. Also das ist dann quasi die Verbindung zwischen den Wagen. Dazwischen schwarzes, hochflexibles Einzelader-Schaltlitze nehme ich da. Die gibt es auch als sehr dünne Ausgabe, ist flexibel. Habe ich kaum Probleme, dass die Wagen da entgleisen. Und wenn, dann biege ich die alle so ein bisschen als kleine Schlange oder als kleine Schlaufe hier rein. Und dann haben sie auch die nötigen Spiele und kommen auch durch Weichenkombinationen, wo es dann links, rechts dann lang geht. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch einige Anregungen geben und der letzte Teil beschäftigt sich ein bisschen mit meiner Anlage.
Da werde ich jetzt ein paar größere Ausschnitte dann euch zeigen und dann halt eben auch viel diese Wagen, wo sie bei mir dann auch in den Zugverbanden fahren, mit dieser Zuflussbeleuchtung. Vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal.